Willkommen zurück auf meinem Kanal. In 10 Minuten dein Deutsch verbessern, geht das überhaupt? Ich gebe dir in diesem Video 5 Tipps, mit denen es auf jeden Fall möglich ist. In den nächsten 10 Minuten zeige ich dir nämlich 5 wissenschaftlich fundierte und super einfache Methoden, mit denen du dein Deutsch sofort auf das nächste Level bringen kannst. Das Beste daran, du kannst all diese Tipps direkt nach dem Video umsetzen. Und zwar ohne stundenlang Grammatik büffeln zu müssen. Also, schnapp dir was zum Schreiben und los geht's. Tipp Nummer 1. Die Shadowing-Methode. Kennst du eigentlich die Shadowing-Methode? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit. Diese Methode ist nicht nur mein absoluter Geheimtipp, sondern wurde auch in verschiedenen Studien als eine der effektivsten Methoden zur Verbesserung der Aussprache identifiziert. Aber was ist genau die Shadowing-Methode? Stell dir vor, du bist mein Echo. Alles, was ich sage, wiederholst du direkt und zwar zeitlich mit mir. Genau das ist Shadowing. Du hörst einen deutschen Text, zum Beispiel einen Podcast oder ein YouTube-Video und sprichst parallel dazu mit. Dabei brauchst du natürlich auch die Untertitel, weil du kannst ja nicht vorhersagen, was die Person in dem Podcast oder in dem Video sagt, richtig? Also, du siehst hier meine Untertitel, dann können wir das jetzt direkt einmal ausprobieren. Also, ich spreche den Text oder den Satz, den du hier unten siehst, und du versuchst ihn parallel mitzusprechen, also zusammen mit mir. Los geht's. Der Kaffee schmeckt heute besonders gut. Findest du nicht? Na, wie war das? Beim ersten Mal fühlt es sich vielleicht etwas seltsam an, aber keine Sorge, das ist völlig normal und du wirst von Mal zu Mal besser. Was der Trick ist, dein Gehirn lernt automatisch die richtige Betonung und Satzmelodie. Du musst dafür nichts auswendig lernen oder auch keine komplizierten Regeln verstehen. Fang einfach mit 5 Minuten am Tag an, das reicht völlig aus. Suche dir also ein Video oder einen Podcast aus, der dir Spaß macht und sprich einfach mit. Tipp Nummer 2. Der Sprachtagebuch-Hack. Jetzt kommt mein Lieblingshack, den ich auch all meinen Privatschülern empfehle. Das Sprachtagebuch. Aber Moment, bevor du jetzt die Augen verdrehst und denkst, oh nein, noch mehr Schreibarbeit, lass mich dir erklären, warum dieser Hack so genial ist. Du brauchst dafür nur deine Notizen-App auf dem Handy und 30 Sekunden Zeit am Tag. Ja, richtig gehört. 30 Sekunden. Alles, was du tun musst, ist einen einzigen Satz auf Deutsch zu schreiben. Einen Satz über deinen Tag, deine Gedanken oder einfach das, was du gerade siehst. Zum Beispiel, heute habe ich zum ersten Mal seit Wochen wieder Sport gemacht. Oder der Himmel ist heute so blau, dass ich am liebsten den ganzen Tag draußen bleiben würde. Warum funktioniert das aber so gut? Ganz einfach. Unser Gehirn liebt kleine, regelmäßige Fortschritte mehr als große, unregelmäßige Anstrengungen. Mit jedem Satz, den du schreibst, baust du neue neuronale Verbindungen auf. Nach einem Monat hast du schon 30 persönliche Sätze geschrieben. Und das quasi nebenbei, ohne zu lernen. Tipp 3. Die Artikeleselsbrücken. Kommen wir zu einem der größten Stolpersteine, also Herausforderungen oder Probleme beim Deutschlernen. Die Artikel, der, die, das. Für viele ein ewiger Kampf. Aber keine Sorge, ich habe 3 super einfache Eselsbrücken für dich, die dir das Leben deutlich leichter machen werden. Die erste Eselsbrücke. Alle Wörter, die auf ung enden, sind feminin, also die. Die Bedeutung, die Wohnung, die Heizung. Easy, oder? Zweite Eselsbrücke. Wenn du an einen Tag denkst, also Montag, Dienstag, Mittwoch, dann denke an der. Alle Tage sind nämlich maskulin.
Und hier kommt meine absolute Lieblingseselsbrücke für Naturereignisse. Denk einfach an das Wetter. Der größte Teil der Naturereignisse ist nämlich neutral. Das Gewitter, das Eis, das Feuer. Das Geniale an diesen Eselsbrücken ist, du musst dir nicht mehr jeden Artikel einzeln merken, sondern hast Regeln, die dir beim Sprechen automatisch einfallen. Und dazu habe ich sogar einmal ein Video gemacht. Wenn du alle Artikel Eselsbrücken lernen möchtest, dann schau dir das Video, was ich hier irgendwo oben oder in der Infobox für dich verlinke, denn da erkläre ich dir, welche Endungen welchen Artikel verlangen. Also, anschauen. Kommen wir zu Tipp 4, die Immersions-Challenge. Jetzt wird's musikalisch. Ich habe eine Challenge für dich, die nicht nur super effektiv ist, sondern auch noch richtig Spaß macht. Die 5 Tage Deutsch-Song-Challenge. Such dir einen deutschen Song aus. Ich gebe dir dafür gleich ein paar Vorschläge und höre ihn 5 Tage lang, jeden Tag mindestens einmal. Aber nicht einfach nur nebenbei, sondern aktiv. Singe mit, auch wenn du den Text noch nicht richtig perfekt kannst. Warum ist das aber so effektiv? Studien haben gezeigt, dass Musik das Sprachzentrum im Gehirn auf besondere Weise aktiviert. Durch die Melodie prägen sich Wörter und Strukturen viel leichter ein, und zwar ganz ohne Vokabellisten. Das ist doch perfekt, oder? Also, hier sind meine Top 3 Songempfehlungen für Anfänger. 3. Komet von Udo Lindenberg und Apache 207. Klare Aussprache und ein einprägsamer Refrain. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet. Wildberry Lillet von Nina Chuba ist eine moderne Sprache und hat ebenfalls eine eingängige Melodie. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie beim Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Und der letzte Song Nachts wach von Mixo. Das ist ein moderner Popsong mit klarem Text und ebenfalls einem eingängigen Refrain. Babe, ich bin verliebt in deine Art und in dein Aussehen. Kannst du mich nach Haus bringen? Ich kann kaum noch geradeaus, weil ich... Also mach unbedingt mit bei der Challenge. Tipp Nummer 5, der Sprechpartnerfinder. Zum Schluss verrate ich dir noch, wie du ganz einfach Sprechpartner findest. Und zwar kostenlos. Denn lass uns ehrlich sein, die beste Übung ist es immer noch, mit echten Menschen zu sprechen. Ich stelle dir also 3 fantastische Möglichkeiten vor, um Sprachpartner zu finden. Erstens, die italki Community. Hier findest du nicht nur Lehrer, sondern auch kostenlose Tandempartner. Zweitens, eine Discord-Community. Zum Beispiel gibt es German Learning. Super aktiv und komplett kostenlos. Und drittens, Meetup. Hier findest du zum Beispiel lokale deutsche Sprachgruppen und kannst dich online treffen. Das Beste daran, du musst nur 10 Minuten pro Woche investieren. Such dir einen Sprachpartner und starte mit diesem einfachen Satz. Hallo, ich lerne Deutsch und suche jemanden zum Üben. Hättest du Lust, dich ab und zu auszutauschen? Das ist doch ein netter Start. Ich bin mir sicher, dass du dort einen passenden Tandempartner finden wirst, mit dem du Deutsch reden kannst. So, das waren meine 5 Top-Tipps, um dein Deutsch zu verbessern. Jeder einzelne davon ist wissenschaftlich fundiert und noch wichtiger, super einfach umzusetzen. Welche Methode wirst du als erstes ausprobieren? Schreib es mir in die Kommentare. Und wenn du mehr solche praktischen Tipps haben möchtest, dann lass ein Abo da und vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keins meiner Videos verpasst. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!